In einem abgelegenen Wald, weit entfernt von jeglicher Zivilisation, lebte Elara, eine Waldhexe. Elara war eigentlich eine freundliche Seele, aber die Menschen aus den umliegenden Dörfern fürchteten sie und mieden den Wald. Ein Tag brach an dem die Sonne nicht aufging. Die Dörfer versanken in ewiger Dunkelheit und die Menschen wussten nicht, was sie tun sollten. Das Königreich entsandte seine besten Krieger und Magier, aber keiner konnte die Dunkelheit vertreiben. Vielleicht weiß Elara, die Waldhexe, was zu tun ist, dachte der mutige junge Bauer Leonard. Leonard machte sich auf den Weg durch den dunklen Wald und erreichte schließlich Elaras Hütte. »Ich habe gehört, dass die Sonne verschwunden ist«, sagte Elara. »Und ich weiß, wie man sie zurückbringen kann. Aber es wird nicht einfach sein.« Leonard war bereit, alles zu tun, um sein Dorf zu retten. Elara erklärte, dass sie 4 magische Kristalle finden und an den 4 Ecken des Waldes platzieren müssten, um ein Ritual durchzuführen, das die Sonne zurückbringen würde. Der erste Kristall war in einer Höhle voller gefährlicher Tiere. Mit Elaras Magie und Leonards Mut gelang es ihnen, die Tiere zu besänftigen und den Kristall zu nehmen. Der zweite Kristall war in einem verwunschenen Schloss, bewacht von einem Geist. Elara nutzte ihre Magie, um den Geist zu beruhigen, und Leonard löste die Rätsel des Schlosses, um den Kristall zu befreien. Sie fanden den dritten Kristall auf dem Gipfel eines hohen Berges, nachdem sie zahlreiche Herausforderungen und Hindernisse überwunden hatten. Schließlich fanden sie den letzten Kristall tief unter der Erde in einem Netzwerk aus Höhlen und Tunneln. Nachdem sie alle 4 Kristalle gesammelt hatten, kehrten sie zu Elaras Hütte zurück. Sie platzierten die Kristalle an den 4 Ecken des Waldes und Elara begann das Ritual. Plötzlich tauchte ein dunkler Schatten auf, der Dämon der ewigen Nacht. »Du kannst die Sonne nicht zurückbringen«, schrie der Dämon. Mit einer Mischung aus Mut und Magie gelang es Leonard und Elara, den Dämon zu besiegen. Das Ritual wurde vollendet und die Sonne kehrte zurück. Leonard wurde im Dorf als Held gefeiert und Elara wurde nicht mehr gefürchtet, sondern respektiert. Von nun an lebte sie als weise Beraterin im Dorf und half den Menschen mit ihrer Magie. Leonard und Elara wussten, dass ihre Freundschaft die Dunkelheit besiegt hatte und dass immer Hoffnung besteht, solange Menschen bereit sind, für das Gute zu kämpfen.